Unterwegs im Norden von Deutschland. Hier in Schleswig-Holstein haben uns die vielen Bauernhäuser und Bauernhöfe besonders gefallen. Um mehr über Bauernhäuser, von denen es mehrere unterschiedliche Typen gibt, zu erfahren, sind wir jetzt im Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel. Hier nämlich gibt es rund 70 wiederaufgebaute Gebäude aus der Region, viele davon Bauernhäuser. Den Besuch im Freilichtmuseum, den kann ich nur empfehlen. Hier ist alles wirklich sehr hübsch und sehr sauber und sehr informativ. Übrigens am Ende des Videos zeige ich euch ein paar Aufnahmen aus dem Freilichtmuseum Molfsee, die ich hier vor fast 25 Jahren mal gemacht habe. So, und jetzt rein ins Freilichtmuseum. Wie lebten und wohnten die alten Friesen? Das erste Haus, was wir uns angucken, das ist Haus Schuborn. Das stand im Raum Rendsburg-Eckernförde. 1817 wurde es gebaut, ein Fachhallenhaus. Bei diesem Haustyp liegt hinter dem Eingang die sogenannte Diele. Da konnten die Erntewagen reinfahren und abladen. Dahinter liegt das Fleet, also die Küche, und danach kommen die Wohnräume. Das Fleet, das besteht aus einem gepflasterten Platz mit einem Herd und Nischen an den Seiten. Das waren die Arbeitsplätze der Bäuerin. Ja, und die nutzte auch diesen Bauerngarten hier. Das ist ein für Schleswig-Holstein typischer Bauerngarten. Hier sieht man in einem anderen Hof nochmal die Aneinanderreihung. Vorne die Diele, dahinter das Fleet und dann die Wohnräume. Ja, und zu jedem Bauernhof, da gehört natürlich eine Scheune. Das hier ist eine gewaltig große Scheune, eine sogenannte Durchfahrtsscheune. Die stammt von einem Kloster, nämlich dem Kloster Preetz. Ja, und Bauernhöfe, die hatten manchmal hofeigene Mühlen. Da drin wurde dann Getreide gemahlen. Das hier ist eine sogenannte Spinnkopfmühle. Ja, und die gehört zu diesem Bauernhof hier. Der stammt aus der Wilstermarsch. Die liegt zwischen Elbe und Nordostseekanal. Das ist ein sogenanntes Barkhaus. Bei einem Barkhaus, da liegt im Zentrum des Hauses der Gulf. Das ist ein Speicherraum für Getreide und Heu. Und um den Gulf herum, da liegen die anderen Räume. Dreschdiele, Ställe und davon getrennt die Wohnräume. Das Haus hier fand ich sehr interessant. Das stand mal auf einer Hallig. Halligen, das sind kleine Marschinseln, die liegen an der Nordseeküste. Eine Hallig, die liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel, deswegen kann sie bei Springfluten und Ähnlichem überspült werden. Das Haus stand auf der Hallig Langnäs. Für den Dachstuhl hat man hier 4 Pfosten tief in den Boden reingerammt. Bei Sturmfluten wurden die Mauern des Gebäudes nämlich weggespült. Das Dachgerüst, wohin man sich geflüchtet hatte, stand aber weiterhin. 1680 wurde dieser Hof gebaut. Er stammt aus Kosel nahe Schleswig. Der wurde in der Zwischenzeit allerdings mehrfach umgebaut. Dabei hat man das Fachwerk durch Mauerwerk ersetzt. Aufgefallen ist mir hier der große Wohnbereich. Der ist entstanden durch einen Umbau im 19. Jahrhundert. Damals hat man die Arbeitsbereiche in Nebengebäude ausgelagert. Der Ehlershof, der stammt aus Süderbrarup. Das liegt bei Schleswig, also kurz vor der Grenze zu Dänemark an der Ostsee. Der Ehlershof, der wurde 1797 gebaut. Auch der hat einen riesigen Wohnbereich. Sogar einen alten Teil gab es hier. Hier sind wir jetzt in der Scheune. Hier waren Pferde untergestellt. In dieser Scheune soll übrigens früher der Braruper Heirats- und Viehmarkt stattgefunden haben. Auf dem Land gab es natürlich auch Apotheken. Das ist hier eine. Sie soll aussehen wie um 1840 in Ostholstein. Der Verkaufsraum, dahinter die Materialkammer und das Labor. Und schick gewohnt hat der Apotheker auch. Ein sogenannter Dreiseithof. Er stand bereits auf dänischer Seite hinter der Grenze.
Der Hof hatte 3 Gebäude, das Mittelhaus und 2 Seitengebäude. Im Haus lebten übrigens der Küster und ein Hilfslehrer. Darum ist hier auch eine Dorfschule untergebracht. Ja, ein hübsches Dorfensemble. Da hinten, das ist übrigens eine Holländer-Windmühle. Die Inseln Halligen und Marschen in Nordfriesland nennt man auch die Utlande. Und das hier ist der Haustyp, der dort herkommt. Das Utlandfriesische Haus. Das hier stammt von 1634. Es ist langgestreckt und hat Ständer, die das Dach tragen. Drinnen gibt es einen sogenannten Pesel. Das ist ein nicht beheizbarer Festraum. Da standen zum Beispiel auch die Truhen mit der Aussteuer der Frau drin und dort fanden auch Versammlungen statt. Das ist der Eingang mit einem Gartentor und das wird gebildet aus 2 Walknochen. Sieht diese bemalte Decke nicht herrlich aus? Wir finden sie in einem Haus von der Insel Fehmarn. Da oben auf dem Hügel, da steht ein Haubarg. Das ist so eine Art von Gulfhof. Das hier stand auf der Halbinsel Eiderstedt. Diesen Haustyp findet man übrigens nur auf der Halbinsel Eiderstedt. In der Mitte vom Haubarg, da liegt ein quadratischer Raum, in dem die Ernte gestapelt wird. Drumherum Ställe, Drechstiele und Wohnräume. In diesem Haubarg, da gab es sogar eine Amtsstube. Das sind noch welche von den Wohnräumen und in der Diele, da waren die Schlafplätze der Angestellten. Dieses gewaltige Dach, das gehört zum Stall. Hier war eine ganze Menge Tiere untergebracht. An der Trave bei Lübeck, in der Lübecker Bucht, da stand im 18. Jahrhundert diese Fischerhütte. 20 dieser Hütten bildeten dort das Fischerdorf Gudmund. Das Haus hat vorn einen Dachüberstand. Der war dazu da, dass der Fischer auch bei schlechtem Wetter seine Netze und Reusen reparieren konnte. Das waren jetzt die Bauernhaustypen, die ich hier gefunden habe. Das Fachhallenhaus, das Geesthardenhaus, Haubarg, Barkhus und bis hin zur Fischerhütte. So, und jetzt noch ein paar Aufnahmen aus einem Video, das ich hier im Freilichtmuseum Wolfsee vor fast 25 Jahren aufgenommen habe.
So, das war's dann aus dem Freilichtmuseum Wolfsee bei Kiel und der Frage, wie lebten und wohnten die alten Friesen. Bis zum nächsten Video. In diesem Sinn, tschüss.